Guten Morgen, mein Name ist Klaus Botter. Ich stehe gerade auf dem Hartbergturm in Königstein. Königstein liegt genau vor mir, schön zu erkennen an der Burg. Hinter mir wiederum liegt Frankfurt, ganz gut zu erkennen an der Skyline. Und links daneben ist die Sonne. Heute ist auch ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich der 23. September. An diesem Tag haben wir die sogenannte Tag-Nacht-Gleiche. Das ist einer von 2 Tagen im Jahr, an denen Tag und Nacht genau gleich lang sind. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ich erkläre das mal kurz anhand von dem mitgebrachten Modell. Die Erde, hier die Sonne. Definition von dem Tag ist bei uns die Rotation der Erde einmal um ihre eigene Achse. Also einmal komplett um die eigene Achse drehen bedeutet ein Tag. Ein Jahr ist so definiert, dass die Erde sich komplett einmal um die Sonne dreht. Sie macht da genau 365 1/4 Umdrehungen. Das bezeichnen wir als ein Jahr. Dreht sich dadurch oder dabei ständig um die eigene Achse. Würde jetzt die Erdachse genau senkrecht stehen, hätten wir das ganze Jahr über quasi Tag-Nacht-Gleiche, weil die Sonne immer schön auf den Äquator scheint und die Lichtverteilung wäre absolut gleichmäßig. In Wirklichkeit ist die Erdachse allerdings geneigt, nämlich um 23,4 Grad. Und es hat zur Folge, dass im Sommer, also sprich Juni schwerpunktmäßig, die Nordhalbkugel deutlich mehr beschienen wird. Im Winter dagegen wird die Südhalbkugel deutlich mehr beschienen. Hier ist mehr Licht, oben ist weniger Licht in der Nordhalbkugel. Und jetzt gibt es genau 2 Zeitpunkte im Jahr, an denen die Sonne trotzdem genau den Äquator mittig trifft. Das heißt, beide Erdhälften sind genau gleich beleuchtet. Das eine ist der 21. März und das andere ist etwa der 23. September, also der Tag heute. Und das ist, wie gesagt, der Tag, an dem die Sonne ganz genau beide Erdhälften gleichzeitig bescheint, beleuchtet und damit der Tag-Nacht-Gleiche. Ich habe auch eine unserer Uhren mitgebracht, und zwar ist das eine UNO 24 Einzeigeruhr. Die nimmt genau auf die Situation Bezug. Die gliedert sich nämlich auch in eine Tag- und Nachthälfte, zeigt 24 Stunden an. Die Nachthälfte ist der dunkle Bereich, die Tageshälfte ist der hellere Bereich. Und der Zeiger entspricht etwa dem Sonnenstand.